Meine Güte, ist das heiß da draußen. Hier drin übrigens auch. Ich mache gleich die Fenster wieder auf. Ich gehe kaputt hier gerade. So geht es vielen Menschen mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa derzeit. Ich habe in den letzten Tagen sehr viel mit Menschen geschrieben auf Instagram. Und ja, was soll ich sagen? Viele Leute haben mir berichtet, dass sie sich teilweise über Monate hin in die Beschwerdefreiheit wieder gekämpft haben und jetzt gerade auf dem perfekten Weg wieder zurück in den Schub sind. Und dieses Video hier ist entstanden, weil ich tatsächlich diese Nachricht auf Instagram bekommen habe und das ein paar Mal. Und ich dachte mir einfach, ich empfehle hier jetzt nicht großartig was, sondern ich sage einfach, wie ich es mache und warum ich mich dafür entschieden habe. Und vielleicht hilft das dem einen oder anderen, vielleicht dir da draußen. Ganz kurz, 2018 hatte ich einen Darmriss und ich hatte damals das Problem, dass ich sehr oft dehydriert war. Das ist nochmal ein ganz anderes Level, als wenn es jetzt da draußen heiß ist, gar keine Frage. Aber ich musste mich sehr schnell damit beschäftigen, wie halte ich meinen Körper hydriert, weil ich sonst abschmiere und ins Krankenhaus komme. Und dadurch sind viele Erfahrungswerte zwischen mir und meinem Körper quasi entstanden. Eine Körperverbindung, dass ich weiß, was mein Körper braucht in bestimmten Situationen. Und deswegen kann ich schon mal sagen, ja, ich nehme auf jeden Fall Elektrolyte mit und ich habe sie auch fast immer dabei, wenn wir auf Reisen sind, wenn wir in Freizeitparks unterwegs sind. Es ist immer dabei und ich nehme es auch sehr oft. Warum mache ich das? Ich trinke normalerweise, früher habe ich immer so Heilwasser getrunken, wo Natrium und Chlorid so ein bisschen hochgegangen ist. Einfach, weil es da darum ging, dass ich wirklich hydriert bleibe bei einem Kurzdarmsyndrom. Heute bin ich ganz normal Leitungswassertrinker. Und die Flasche ist immer da. Ich trinke um die 3 Liter, gerade bei solchen Temperaturen am Tag. Und da mische ich mir dann zwischendurch mal Elektrolyte mit rein. Und warum mache ich das? Bei Schwitzen verliert man halt nicht nur Wasser, sondern auch Salze. Vor allem Natrium und Chlorid, aber auch halt Kalium und Magnesium werden mit ausgeschwemmt. Und ich möchte einfach meinen Körper bestmöglich dabei unterstützen, dass er wieder ins Gleichgewicht kommt und dass er gar nicht in so einen Mangel in Anführungsstrichen oder in einen Verlust reingerät. Weil es für mich immer bedeutet, dass ich dann wieder in eine Erschöpfung reingehe, dass ich die Energie verliere. Und Energie ist bei mir und meinem Crohn auf jeden Fall das Hauptthema, womit ich mich die ganze Zeit beschäftigen muss. Denn seit dem Darmriss habe ich definitiv weniger Energie im Tagesverlauf zu managen als vor dem Darmriss. Und man muss auch ganz klar sagen, normale, gesunde Menschen, die ganz normal schwitzen, müssen in der Regel nicht unbedingt Elektrolyte zu sich nehmen. Das habe ich auch nochmal nachrecherchiert. Es muss nicht unbedingt sein. Aber wir reden hier von Menschen, die eine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben, die vielleicht sowieso schon Schwierigkeiten haben, Nährstoffe aufzunehmen und wo der Darm einfach bei Hitze nochmal anders reagiert als in der normalen Umgebungsluft. Und man muss einfach sagen, dass bei den Temperaturen da draußen viele Menschen mit CED sehr oft in den Durchfall rauschen und genau da brauchst du auf jeden Fall eine Elektrolyte, denn die unterstützt dich einfach, aus meiner Sicht. Zweitens, nur Wasser nachtrinken kann halt auch dazu führen, dass die Natriumkonzentration einfach im Blut zu stark verdünnt wird. Und dann kriegst du so etwas, was wir alle irgendwie kennen, Kopfschmerzen, Schwindel, so ein bisschen matschiges Gefühl. Und das ist genau der Punkt, den ich gerade meinte mit, ich muss meine Energie schützen. Ich bin ein großer Patient geworden mittlerweile, was diese Kopfschmerzen bei Hitze angeht. Habe ich früher nie Probleme mit gehabt. Mittlerweile, man wird nicht jünger. Dazu kommt dann noch, wenn du Elektrolyte zu dir nimmst, nimmst du meistens Natrium und Glucose zu dir. Und das verbessert einfach die Wasseraufnahme im Darm. Und deshalb sind Elektrolyte-Lösungen aus meiner Sicht effizienter als nur reines Wasser. Heißt aber nicht, dass du jetzt den ganzen Tag über Elektrolyte zu dir nehmen solltest. Nein, ich habe ja gesagt, ich habe 3 Liter am Tag und packe mir da zwischendurch mal eine Tüte Elektrolyte rein, wenn ich das Gefühl habe, ich habe heute zu viel geschwitzt. Ich mache so einen kleinen Bodyscan und gucke, habe ich Kopfschmerzen. Ich reagiere einfach auf meinen Körper und versuche herauszufinden, was er gerade von mir braucht, um ihn bestmöglich zu unterstützen. Wann nehme ich das Ganze?
Meistens mache ich das so gegen Mittag oder aber gegen Abend. Es gibt aber auch Tage, wir waren jetzt vor kurzem in einem Mini-Urlaub und da war es 38 Grad und da habe ich halt mittags und abends eine Elektrolyte-Lösung zu mir genommen. Einfach, weil ich auf Nummer sicher gehen wollte, dass ich nicht am nächsten Tag Matsche aufwache. Und weil du ja über die Nacht auch nochmal etwas verlierst. Und dementsprechend ja, also an manchen Tagen entscheide ich mich für 2 Lösungen, aber in der Regel nehme ich eine am Tag. Damit komme ich eigentlich ganz gut klar und dann entweder mittags oder abends. Durchfall, Schrägstrich, Entzündungen, die du sowieso schon im Körper hast. Das ist das, was ich halt erzählt habe mit dem Kurzdarmsyndrom, was ich hatte, dass alles so durchgerauscht ist und der Darm aufgrund seiner Entzündung sowieso schon die Flüssigkeiten und Elektrolyte nicht so richtig da rausgezogen hat und dementsprechend macht es einfach Sinn, nochmal mit so einer Lösung vielleicht zu versuchen, Elektrolyte in den Darm und Körper zu bekommen. Das Thema Durchfall grundsätzlich, du verlierst über Durchfall viel Natrium, Kalium und, ich habe es mir aufgeschrieben, Bicarbonat, was schon halt gerade über Hitze und Schweiß verschwindet da schon sehr viel und deswegen macht es aus meiner Sicht wirklich Sinn, da nochmal mit einer Elektrolyte nachzulegen. So, ganz wichtig, das Ganze hier ist keine ärztliche Beratung, ich bin kein Arzt, ich bin selber Betroffener und ich wurde halt danach gefragt und deswegen im Zweifel immer zum Arzt gehen und dich da beraten lassen oder Apotheker und dich da beraten lassen. Ganz, ganz wichtig. So, ich hoffe, das ein oder andere hat dir geholfen. Ich werde jetzt hier keine Produkte in die Kamera halten. Ich kann dir aber sehr gerne unten in die Kommentare, in den angepinnten Kommentar, werde ich dir mal meine Elektrolyte verlinken. Das ist ein Affiliate-Link. Da kannst du gucken, was ich nehme, weil ich möchte jetzt hier keine Produkte in die Kamera halten. Ich hoffe, du verstehst das. Und wenn du bis hierhin geschaut hast, würde es mich sehr freuen, wenn du mal so ein Achterbahn-Emoji in die Kommentare reinschreiben würdest. Das funktioniert in den Podcast-Folgen immer so schön und ich freue mich immer, wenn ich dann sowas sehe, weil dann weiß ich, du hast jetzt bis zum Schluss geguckt. Das ist so schön. Du kannst auch gerne einen Kommentar schreiben und dann baust du da ein Achterbahn-Emoji ein, dann weiß ich, du hast bis zum Schluss geguckt. Ich würde mich sehr freuen. Und ansonsten abonniere gerne diesen Kanal hier und dann sehen wir uns recht bald wieder, du, ich und mein Kron. Und bis zum nächsten Mal. Bis bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Mach's gut, ich bin raus. Tschüss, dein Kai.